Habe eine Frage zu Neocaridina. Welches Wasser brauchen die im Idealfall? Hart, weich, pH? Also die Neocaridinas, die sind da also überhaupt nicht anspruchsvoll. Ja, die kannst du also in relativ weichem Wasser halten. Die kannst du auch in etwas härterem Wasser halten. Ja, also im Gegensatz zu den Caridinas, mal abgesehen von der Amano, also die Caridinas sind da also wesentlich anspruchsvoller. Ja, und also die Neocaridinas, da brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Und am wenigsten anspruchsvoll sind die Sulawesi-Inlandskanäle. Ja, die von weichem Wasser bis Brackwasser können die alles ab. Ja, Temperaturbereich, in dem pH-Bereich ist da auch ziemlich relativ wurscht. Ich meine, gut, bei pH-Wert von 3 oder 11 würde ich sie auch nicht gerade. Ich glaube, das machen sie auch nicht. Aber ich sag mal so, die decken so ziemlich alles ab, was man da sich vorstellen kann an pH-Werten. Ja, ich weiß nicht, gibt's da noch was zu den Neocaridinas? Ja, ich sag mal, die Neocaridinas das sind ja alles eigentlich Davidis, die im Handel sind. Und zwar entsprechende Zuchtformen, ja. Also eigentlich Sorten. Bei Pflanzen nennt man das Sorten. Ja, das sind also züchterisch herausgeprägte Farbformen. Ja, so wie es halt gelbe Osterglocken gibt und weiße Osterglocken mit orangefarbigem Kelch und ja, und. Ja, da gibt's also etliche Arten, Sorten. Ja, also, wenn die nur ein ganz kleiner Hauch mehr heißt sie Blue Dream und ansonsten heißt sie Blue Jelly und dann gibt's Red Sakura, Red Cherry und Bloody Mary und Schoko und was weiß ich und Brilli und da gibt's die tollsten Farben und Formen und Yellows und ja. Aber wie gesagt, die kannst du halten. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die kannst du auch im Klo halten. Das ist ein bisschen überzogen, das wollen wir ja nicht. Aber die machen alles mit. Die kannst du, also ich habe davon schon gehört, dass die sogar den Winter draußen überlebt haben und dass die auch locker mit 30 Grad schon mal zurechtkommen. Ich meine, gut, da weit drüber werden sie es wahrscheinlich auch nicht packen. Aber die halten also so viel aus. Und vor allen Dingen, die sind schön. Also ich finde die meisten sehr schön, wobei die Lilies sind nicht so unbedingt mein Ding. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Dem einen so, dem anderen so. Ja, und eben anspruchslos, leicht zu vermehren. Wenn man die Farben nicht untereinander mixt, dann kann man sich auch wunderschöne artenreine oder farbreine Stämme ranziehen. Ich meine, Farben ist halt eine Art, ja. Packst du da verschiedene Farben zusammen, dann mixen die sich natürlich und mixen sich immer weiter, bis nachher wieder die Wildform rauskommt. Ja, aber ansonsten sind die sowas von anspruchslos und einfach eine, eine tolle Art. Ja, eine ganz fantastische Art. Also die kann man im Prinzip nur jedem, die kann man also wirklich jedem auch empfehlen. Also die ist auch für Anfänger geeignet, die ist für Fortgeschrittene geeignet. Ja, die nimmt fast nichts übel. Die kann man, wenn das Becken frisch eingerichtet ist, schon nach 3, 4, 5 Tagen kann man die schon einsetzen und braucht da wenig Angst zu haben, dass die also da schon von vornherein rumzickt. Also andere Erfahrungen habe ich damals mit den
Bienengarnelen, also mit den Wildbienen in den 80ern war das halt, ne? Da gab es diese ganzen Zuchtformen noch nicht. Und die, wenn du die in frisches Wasser reinsetzt, die machen Probleme. Ja, da kannst du also mit Totalverlusten rechnen. Ja. Und, aber wie gesagt, wir reden hier von Neocaridina's und die sind beinahe unverwüstlich. Ja, und wenn die ordentlich Futter kriegen, dann vermehren die sich wie die Kanickel. Also echt wie die Kaninchen.